Hallo, mein Name ist Christoph Eichler von JTech. Ich habe ein neues Video gerade vor. Im letzten Video hatten wir uns über die Funktionen von ATEM Mini und ATEM Mini Pro unterhalten und haben festgestellt, dass sowohl auf der Seite der Eingangskanäle als auch der Videoschnittfunktionen wir keine Unterschiede haben. Wo wir uns allerdings tatsächlich unterscheiden, werden wir jetzt uns anschauen. So, ja, ich habe ja jetzt schon eine ganze Menge Videos gemacht. Es werden noch einige folgen. Deswegen wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr euch natürlich hier meinen Kanal abonniert, damit ihr rechtzeitig auch erfahrt, wenn es was Neues gibt. Sollten euch die Informationen, die ihr bei mir erfahrt, gefallen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich sehr. Aber jetzt gehen wir auf unser Thema, die Unterschiede, die wir beim ATEM Mini und ATEM Mini Pro tatsächlich aufzeigen können. Sie kosten ja etwas unterschiedlich, also der ATEM Mini ist halb so teuer wie der ATEM Mini Pro, um die knapp über 300 Euro zu 650 Euro rund gerechnet. Und was man äußerlich sieht, ist, dass wir sehen es jetzt gerade in dem Bildchen nebendran, über der Fade-to-Black-Taste FDB es 10 Tasten gibt, die der ATEM Mini nicht hat und der ATEM Mini Pro hat. Über diese Tasten, beziehungsweise das, was dahinter steckt, werden wir uns jetzt unterhalten. Ja, hauptsächlich geht es nämlich in den Unterschieden um die Ausgänge, die wir haben. Also das, was wir ausgeben können und wie wir es ausgeben können. Schauen wir uns das mal an. Ausgänge haben beide gleich, nämlich ein HDMI-Out, ein USB-C, ein Netzwerkausgang, also LAN bzw. RJ45-Stecker, der hinten dran ist. Aber im Detail gibt es da die entsprechenden Unterschiede. Der ATEM Mini beispielsweise. Bei dem kann ich beim HDMI-Out hin und her schalten zwischen Programm, Review oder ich kann auch den Kanal 1 direkt ohne Verzögerung durchschleifen, was für Gaming vorgesehen ist, damit der Bildschirm verzögerungsfrei dargestellt werden kann. Ja, da haben wir schon die erste Unterscheidung zum Mini Pro, weil der hat eine weitere Möglichkeit, nämlich ein Multiview. Multiview ist die Möglichkeit, alle Statusinformationen oder weitgehend alle Statusinformationen des Mischers auf einem Bildschirm, in einem Bild darzustellen. Also was rauskommt, was reinkommt, was ich sonst noch an Möglichkeiten habe. Aber das schauen wir uns gleich an. Natürlich weiterhin auch noch Program Preview kann ich mir auswählen. Auch den HDMI 1 direkt kann ich durchschleifen, wenn ich das unbedingt will, oder auch die Kanäle 1 bis 4 ausgeben. Das sind die 6 Tasten, die direkt über Fade-to-Black angebracht sind. So, die zweite Geschichte ist der USB-Anschluss, USB-C-Anschluss, der hinten dran ist. Beim ATEM Mini ist das eine Webcam, wenn ich die in den PC einstecke. Also natürlich kann ich hier die Steuerung noch machen, die Konfiguration darüber noch machen, aber als Ausgabemedium ist es eine Webcam. Also sobald ich das eingesteckt habe, meinem Computer erkennt er das als eine Webcam und ich kann es weiter verwenden in allen möglichen Programmen. Ob das jetzt Webkonferenzprogramme sind oder ob das jetzt Programme sind, mit denen ich irgendwas mit der Webcam machen kann, zum Beispiel abspeichern, schneiden etc. Also zum Beispiel OSB oder OBS-Programm. Da habe ich meine Webcam zur Verfügung. So, im Mini Pro
habe ich noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann also direkt an den USB-C-Ausgang USB-Datenträger anschließen. Also Festplatten, SSD-Festplatten oder entsprechende Speicher, die ich zur Verfügung habe, je nachdem, was ich da reinstecke. Und bis zu 2 verschiedene Speicher kann ich anschließen. So, dann habe ich den RJ45, also Netzwerkstecker. Der bietet mir eigentlich beim ATEM-Mini gar keine Ausgabemöglichkeit, sondern ich kann hier nur die Steuerung drüber machen. Also das, was wir jetzt hier in diesem Falle über die Software-Ebene haben. Und da kann ich jetzt hier über die Software alle Sachen einstellen und steuern. Und das mache ich über meine Netzwerkkarte. Ja, aber der ATEM Mini Pro bietet hier eine ganze Menge mehr. Also ich habe hier ein direktes Streaming möglich. Also ich kann hier über das Netzwerk direkt einen Streaming-Provider ansprechen mit einem Streaming-Key und kann den ganzen Datenstrom sofort liefern. Also ich habe hier einen kompletten Encoder drin und brauche keinen PC dazwischen schalten. Das ist der große Vorteil. Wenn ich streamen möchte über Webcam und etc., dann brauche ich einen leistungsfähigen PC, weil der muss eine ganze Menge rechnen. Und das erspare ich mir. Das ist positiv. Und was noch ein zusätzliches Bonbon ist, dieser Encoder, der hat noch einen Puffer dabei. Also das heißt, sollte ich mal ein paar Netzwerkschwierigkeiten haben, dann puffert er die entsprechenden Bilder und schickt die hinterher. Also ich habe deutlich weniger Ausfälle und das machen in der Regel die PC-Programme nicht. Ja, das bedeutet aber auch eine gewisse Änderung in der Netzwerkkarte, die in dem ATEM Mini Pro ist. Das sieht man dann, wenn man das an einen Netzwerkswitch anschließt, der dann identifiziert, was da hinten an Kapazität in der Netzwerkkarte ist. Der ATEM Mini bietet 100 Megabit Übertragung, was ja auch dicker ausreicht zur Steuerung, während der ATEM Mini Pro eine Gigabit Netzwerkkarte drin hat. So, gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Multiview, um das nochmal zu erklären. Ich habe ja auch in einem der Videos zu den Setup und Einstellungen das schon beschrieben. Ich habe die Möglichkeit, hier meinen Multiview auch zu konfigurieren. In der oberen Zeile kann ich Programm und Preview angeben. Das kann ich also links und rechts auch swappen. Ich habe unten in der Mitte drin sozusagen die 4 Eingänge, dass ich sehen kann, was denn an Quellen auch tatsächlich Bildern geliefert wird. Ich sehe unten drunter mein Media Player, also mein aktuell eingestelltes Stillpick, und sehe den Status des Aufzeichnens, aber wie gesagt, des Streamings erstmal und dann des Aufzeichnens auf USB-Datenträger sowie meine Lautstärkebalken für die Audiosteuerung. Auch das ist interessant, dass ich das sehen kann, ob auch in der entsprechenden Qualität meine Sprache und anderen Informationen rüberkommen. Ja, das wären die großen Unterschiede, die wir hier haben. Ich hoffe, das war für euch soweit interessant. Ihr konntet damit was anfangen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denkt dran, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es interessant war. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns. Bis bald.